Einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Jörg Konvalinka, mein Name. Ich leite den Bereich Business Applications in unserem Großkundenumfeld. Und ich habe die große Freude, heute einen tollen Use Case zu präsentieren, zusammen mit unserem Kunden der Energie Steiermark, zusammen mit ihrem Partner, der GoRelate. Der ist entstanden auf unserer Contact Center Challenge. Und ja, ganz kurz, was steckt da dahinter? Wir haben vor knapp 2, 3 Jahren oder auch speziell seit das Thema Generative AI so richtig in die Gang kam, bemerkt, dass speziell der Bereich Customer Service und Contact Center ein Riesenthema sind, also sprich ein ganz, ganz großer Bedarf da ist. Und so haben wir die sogenannte Contact Center Challenge ins Leben gerufen. Was steckt da dahinter? Am Ende des Tages finden sich Kunden zusammen mit Microsoft-Partnern im Microsoft-Büro in Wien wieder. In 2 Tagen werden konkrete Use Cases aus den Unternehmen erarbeitet und konkret auf unseren Systemen, auf unserer Technologie umgesetzt. Das heißt wirklich hands-on, keine Theorie. Wir stellen die Technologie, wir stellen das Framework mit Hilfe von Dynamics 365 Customer Service und unserem Contact Center. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dies individuell zu erweitern. Das bieten natürlich unsere Lösungen auch sehr einfach. Und genau das ist auch der konkrete Use Case, den die Energie Steiermark zusammen mit GoRelate umgesetzt hat. Und nach meiner kleinen Intro übergebe ich da auch dann schon an Andreas. Und meine erste Frage an dich, Andreas, von der Energie Steiermark ist, was war denn eigentlich eure Herausforderung, die ihr hattet und die ihr in diesen 2 Tagen versucht habt, mit unserer Technologie anzugehen? Ja, hallo von meiner Seite, Andreas Zeutl. Ich bin in der IT-Abteilung der Energie Steiermark angesiedelt. Und ja, unsere Bedürfnisse, die wir haben, die ergeben sich aus den Entwicklungen auf den Energiemärkten. Die sind in den letzten Jahren sehr volatil und dadurch steigt auch die Verunsicherung der Kunden. Und das verursacht dann eine erhöhte Anzahl der Kundenanfragen über Mail, Telefon und über unser Kundenportal. Und diese Beantwortung dieser Anfragen, die nimmt vor allem im schriftlichen Bereich sehr große Zeit in Anspruch. Und da wollen wir unsere Service-Teams unterstützen. Und da wollen wir reingehen mit Microsoft Copilot und Erleichterung bieten. Und wie wir das Ganze bewerkstelligt haben, wird uns jetzt die Samantha zeigen. Bitte. Ja, Samantha Scott von der GoRelate. Ich durfte ein wenig mit den Copilot Studio Agenten spielen und in dem Fall konkret einen autonomen Agenten bauen, der zum einen automatisch auf E-Mails antwortet, aber viel wichtiger, weil das nicht im Standard mit inbegriffen ist, auch automatisch auf Webportalnachrichten einen Draft erstellen kann. Jetzt ist das nicht irgendeine Antwort, sondern basierend auf der Knowledge Base, also auf der Wissensdatenbank des Kunden, in der natürlich sehr viele Inhalte drin sind zu gewissen Themen und Anfragen des Customer Services. Ich würde sagen, wir zeigen einmal kurz so eine Webportalnachricht her aus dem Portal, wie sie entsteht, und dann gehen wir weiter darauf ein, wie wir das mit dem Agenten umgesetzt haben. Unsere Kunden haben im Kundenportal die Möglichkeit, dass sie uns Nachrichten übermitteln. So eine Nachricht haben wir jetzt am Bildschirm. Der Kunde schreibt, er möchte seine Rechnungsadresse ändern und es gibt dann gleich einmal eine Antwort, dass wir eben seine Anfrage so schnell als möglich bearbeiten. Im Hintergrund wird diese Nachricht als Anfrage im Dynamics generiert und dort beginnt dann die Magic von der Samantha und ich übergebe gleich wieder zurück zu Samantha. Okay, sobald eine Nachricht reinkommt aus dem Webportal, wird im Dynamics ein Case erstellt und diese Case-Erstellung, die wird dann eben einen autonomen Agenten triggern. Das Ganze sieht man hier unten, da gibt es dann einen extra Trigger und das zeigt dann, dass
der Agent, den wir haben, den haben wir hier gut vorbereitet und dem haben wir genau mitgegeben, was er zu tun hat. Das ist aber natürlich noch nicht alles, das ist noch nicht die ganze Magic. Das heißt, hier passiert dann Folgendes, der wird getriggert. Aus dem Trigger heraus filtern wir zum ersten Mal ein Sentiment der Message heraus, sowie gewisse Daten, die wir brauchen werden, um das Ganze weiterzumachen. Ich zeige das jetzt einmal hier, ich zeige das dann nochmal genauer, wie das in den Prompts aussieht. Nachdem wir einmal die Message haben und auch eine Marke, weil das alles von Marken abhängig ist, gehen wir weiter und bestimmen das Knowledge aus dem Dataverse. Das heißt, wir müssen mit dem, was wir vom Kunden kriegen, die Anfrage, müssen wir reingehen beim Dynamics und in der Wissensdatenbank herausfinden, welche Artikel passen am besten, um das zu beantworten. Und im Anschluss, wenn wir das getan haben, man sieht hier, es gibt dann einen Output, dann speichern wir das Ganze natürlich zurück ins Dynamics. Wir zeigen jetzt mal den Sentiment auslesen, mache ich in einem extra Prompt. Der wichtigere Teil ist aber eigentlich das Filtern der Datenbank, der Wissensdatenbank. Das heißt, in dem Fall haben wir das so gestaltet, dass, weil es nämlich gewisse Abfragen gibt, die wir machen müssen, dass wir uns erst einmal eine Liste ziehen aus allen veröffentlichten Artikeln. Das Ganze kann man natürlich auch über einen Prompt lösen. Wir haben uns in dem Fall einfach für eine Liste erstmal entschieden, weil wir da auch nach Marke noch filtern. Und dann haben wir einen AI-Bilder-Prompt erstellt in diesem Flow, der eben in unserem AI-Bilder-Prompt zur Suche in der Wissensdatenbank in Dynamics machen wir verschiedene Dinge. Also zum einen, wir analysieren einmal den Inhalt der Nachricht des Kunden. Wir identifizieren den Intent, also die Intention dahinter, den Main Topic, das ist auf Englisch drin, deshalb, aber das ist das Hauptthema, gewisse Keywörter und semantische Ziele des Textes. Und daraufhin filtern wir den Inhalt aller Artikel, die wir uns vorher als Liste gezogen haben, und schauen, welcher dieser Inhalte passt am besten zur Anfrage. In dem Fall machen wir das auch so, dass dazu auch die Marke gematcht wird und wir lassen uns ein Scoring rausgeben. Das heißt, wir haben unten drinne stehen, dass wir einen 95-prozentigen Abgleich zum Inhalt haben wollen des Artikels und lassen uns dann eben in einem JSON ausgeben, alle Artikel, die einen Score haben, der über 95% ist. Das kann man natürlich verschieden machen. Wenn es aber sehr viele Artikel in der Wissensdatenbank gibt, ist natürlich ein höherer Score meistens treffender, weil es einfach ähnliche Titel gibt oder sonstiges, was das Ergebnis dann schmälert. Und in dem Fall haben wir dann die Liste. Diese nehmen wir dann wiederum und dann geht es nämlich hier dran, wir teilen das einmal auf in eine E-Mail-Response und einmal in eine Web-Message-Response. Und in der Web-Message-Response wird dann eben der Inhalt, den wir uns vorher gefiltert haben, die Top-Artikel, die passend zum Kundenanfrage sind, genommen. Wir machen noch einen zweiten kurzen Check auf die Inhalte, also auf das, was der Kunde angefragt hat und ob das jetzt wirklich abgleicht sich mit den Artikeln der Wissensdatenbank. Und dann formatieren wir schon eine Antwort. In dem Fall eine relativ kurze Antwort. Wir geben ihm mit, dass der Ton professionell sein muss und dass das Ganze eben als Webmessage formatiert werden soll. Das heißt kurz, gerade ausführlich genug, dass das in einem quasi Chatfenster nicht zu erdrückend wirkt. Was wir dann doch noch dazu machen, ist, wir geben interne Referenz für Serviceagenten raus, da natürlich nichts rausgeht, ohne dass nicht mal ein Serviceagent drüber geschaut hat. Gerade wenn es AI generiert ist, ja, ist es sehr wichtig zu sehen, okay, welche Wissensartikel wurden benutzt, um diese Antwort zu erstellen. Und so kann der Serviceagent selber auch sehen, okay, vielleicht muss man an dem Artikel ein bisschen arbeiten oder es stimmt auch irgendwas gar nicht. Bis jetzt hat es immer übereingestimmt, aber eventuell muss man an der Wissensdatenbank selber noch ein bisschen an den Artikeln arbeiten. Genau. Und das Ganze wird dann als Antwort verpackt und geht dann als Draft rüber in den letzten Flow, der dann wieder vom Agenten selber getriggert wird. Das heißt, der Agent bekommt den Draft und sagt, okay, ich habe jetzt einen Draft, alles klar. Wir schicken das Ganze jetzt ins Dynamics. Und dann machen wir hier dasselbe. Da wird dann auch wieder gefiltert zwischen Portalnachrichten und natürlich E-Mail-Nachrichten. Und hier passiert dann kein Prompt mehr bei den Portalnachrichten. Da wird einfach eine Portalnachricht erstellt und mit dem Inhalt. Und im Nachgang wird noch eine Notiz erstellt, da die Portalnachricht
mehr oder weniger zum direkten Versenden in das Webportal gedacht ist, brauchen wir natürlich die internen Referenzen extra für die Agenten. Das heißt, diese werden als Notiz mit in die Timeline gehängt, sodass man dann immer sehen kann. In dem Fall, wir werden es gleich in Dynamics sehen bei Andreas, aber man kann auch so zum Beispiel, wenn später Webnachrichten gelöscht werden im Dynamics, sieht man trotzdem immer noch eine Referenz zu den Wissensartikeln, die genutzt wurden für einen Case. Und damit gebe ich zurück zum Andreas, dass wir uns das einmal ganz kurz in Dynamics anschauen und dann auch, wie die Antwort im Portal aussieht. Im Dynamics sehen wir dann die Anfrage, die generiert wurde, und in der Timeline sehen wir die Kundenportalnachrichten, inklusive der Notiz. Das heißt, im unteren Bereich sehen wir die Notiz, wo der Verweis auf die Wissensartikel dargestellt wird. Im oberen Bereich sehen wir dann den Draft, den wir für die Beantwortung der Kundenanfrage generiert haben. Der Agent kann dann reinsteigen, das prüfen, ergänzen und entsprechend dann an den Kunden weiterschicken. Im Portal sieht das dann so aus, dass der Kunde die Antwort dann in dem Fall dargestellt kriegt und ja, sein Wissen dann zur Verfügung gestellt wird. Wir erwarten uns damit, dass wir die Bearbeitungszeit der Kundenanfragen vielleicht sogar bis zu 50% reduzieren können und damit natürlich die Produktivität und die Kundenzufriedenheit steigern können. Desto schneller und genauer wir antworten, umso zufriedener sind unsere Kunden. Und ein weiterer Benefit wäre sicher auch, dass wir wahrscheinlich damit unsere Einarbeitungszeit von neuen Kollegen reduzieren können. Damit gebe ich wieder Retour an den Jörg. Super spannend. Danke, Andreas. Danke, Samantha. Ich finde es immer wieder beeindruckend, was in nicht mal 2 Tagen möglich ist. Und Samantha, du bist ja doch in die Tiefen da jetzt auch schnell reingegangen, um das alles zu erklären, was da passiert. Ich finde es wieder einen grandiosen Outcome. Ihr wart einer von 5 Kunden bei unserer Contact Center Challenge und ich bin schon gespannt, was als nächstes passiert. Wir planen sicherlich wieder bald die nächste Contact Center Challenge. Vielleicht seid ihr auch wieder dabei und wir können den nächsten Use Case umsetzen, der dann auch live geht bei euch. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, der Inhalt war spannend. Dankeschön. Danke auch. Danke.